Mein Name ist Jörg-Peter Malmann, bin gelernter Kranken- und Altenpfleger, seit über 40 Jahren im Beruf, seit etwa 33 Jahren in der Selbstständigkeit und seit 8 Jahren Kooperationspartner mit dem SAPV-Team von Dr. Hannes Neuwied. Und ein weiterer Teil, eine weitere Säule der Stiftung ist die Fort- und Weiterbildung von Kollegen in ambulanten wie stationären Einrichtungen. Wir sehen häufig, dass es sehr viele engagierte Kollegen gibt und Kolleginnen, die auch gerne den Patienten helfen würden, aber auch immer wieder an ihre Grenzen stoßen, weil ihnen das Know-how fehlt. Ihnen fehlt die Fortbildung, ihnen fehlt die Weiterbildung, ihnen fehlt das Hintergrundwissen, was sie sicherlich alle mal gelernt haben, aber dadurch, dass sie es nur noch sehr selten einsetzen, auch nicht mehr umsetzen können und teilweise auch nicht dürfen. Wir erleben es ganz häufig, dass die Fachpflegekräfte in Altenheimen oder auch in ambulanten Diensten den Hausarzt zu Rate ziehen und die Konsequenz ist, dass der Patient ins Krankenhaus verlegt wird, weil er Atemnot hat, ins Lungenödem geht, weil er eine Aszitis hat, die wir auch dort vor Ort behandeln könnten, weil er starke Schmerzen hat, die mit der Standardmedikation des Hausarztes nicht mehr beherrschbar ist. Und es gibt vielerlei dieser Dinge mehr, die vor Ort beherrschbar wären, wenn zum einen das Fachpflegepersonal besser geschult wäre über die Möglichkeiten, die es gibt und gleichzeitig diese Dinge auch lernt anzuwenden. Wir haben den Anspruch, dass der Mensch das Recht hat, in Würde zu gehen. Und es ist nicht immer nötig oder auch nicht immer gewollt, weder von den Patienten noch den Angehörigen, dass der Patient anonymisiert im Krankenhaus verstirbt. Jetzt vor einigen Wochen in einem Altenheim, die Mitarbeiter wurden von der Ernährungsfirma mehrmals geschult auf diese Ernährungspumpe und auch den Umgang damit. Nicht ein Mitarbeiter hat es im Laufe der Wochen der Versorgung des Patienten ein einziges Mal selbstständig gemacht, weil sie Angst hatten, weil sie sagten, ich bin alleine, ich kann das nicht. Und da ist es ganz wichtig, dass wir über Inhouse und aber auch über Online-Fortbildungen, über Lehrvideos ranführen an den Umgang mit komplizierteren Techniken, eine Portversorgung, eine PCA-Versorgung bei Schmerzpatienten, eine adäquate Schmerztherapie, Zugänge legen, aber auch, es sind auch rechtliche Vorgaben, die geklärt werden müssen. Delegationshaftung, was darf ich nicht, was darf der Arzt mir delegieren, was erlaubt der Träger mir. Und das ist unser Ziel, mehr Palliativ-Care-Fachkräfte auszubilden, mehr Kollegen an diese Problematik heranzuführen, um ihnen auch die Angst davor zu nehmen. Beginnend wird es in diesem Jahr noch sein mit der Fortbildung Letzte Hilfe. Letzte Hilfe ist kein neumodiger Begriff. Letzte Hilfe wurde schon von Louis Dumont 1859 begründet auf dem Schlachtfeld, als er feststellte, es gilt nicht nur die erste Hilfe zu leisten auf dem Lazarettplatz, sondern auch die letzte Hilfe, dem medizinisch nicht mehr zu helfen ist, eben zu begleiten, da zu sein, Haltung an zu bewahren, Lebensqualität zu geben im Sterbeprozess. Die Kollegen, die machen wirklich einen guten Job, aber sie wissen selbst in der Pflege, sie laufen alle am Limit. Es ist einfach schwierig, dann noch die Zeit zu finden und deswegen auch die letzte Hilfe, die Zeit zu finden, sich dann ans Bett zu stellen, ans Bett zu setzen, sich auf Augenhöhe mit dem Patienten zu befinden und ihn zu begleiten. Manchmal reichen schon wenige Minuten, um ihm Angst zu nehmen, um ihm da zu sein, ihm vielleicht auch zuzuhören, wenn er das auch mitteilen kann. Oder einfach auch nur die Hand zu halten. Sie werden merken, wie schnell Menschen zur Ruhe kommen, die Angst haben. Oder auch die Angehörigen zu begleiten, keine Angst zu haben, am Bett zu sitzen, keine Angst davor zu haben, wenn der Patient mal sich räuspert, wenn er röchelt, wenn er unruhig ist, sondern da zu sein, ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht allein ist.
Das alles ist letzte Hilfe. Bei allem Engagement, was die Mitglieder der Stiftung bisher an den Tag legen, geht es aber nicht ohne sie. Ohne die Hausärzte, ohne die Fachpflegekräfte, ohne die engagierten Angehörigen. Und deswegen möchten wir Sie einladen, rege an unseren Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen. Über die Newsletter, über die Website können Sie da Termine abfragen. Sie können uns kontaktieren. Das muss auch nicht im Rahmen einer Fort- und Weiterbildung sein. Haben Sie eine Frage zu einem Problem bei einem Patienten, kontaktieren Sie uns. Wir schauen, ob wir Ihnen helfen.